Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes. Wir wollen uns den Gildenfight angucken auf EU 17. Ja, hier bin ich dran gegen Erbars, habe ich noch gewonnen, aber dann hat er mich Olumon einfach mal aus dem Leben gerissen. Aber nee, eigentlich wollten wir uns die Verteidigung hier gar nicht angucken, denn es gibt einige Nachrichten. Also es ist echt krass. Es haben heute viele Sachen etwas erwartet, das ist nicht passiert. Wir machen mal den Anfang mit den Producers Notes, denn in den Producer Notes geht es tendenziell um 3 Themen. Das eine ist, ob der Paladin den Krieger obsolet macht. Und ich sag mal so, es gab ja lustigerweise auch einige Klassentierlists und auch die Erfahrung vom Paladin. Die meisten Spieler sind der Meinung, der Paladin fühlt sich stärker an. Das will ich auch gar nicht, dagegen will ich gar nicht sagen, denn ich habe die Klasse selber noch gar nicht gespielt. Ich weiß zwar noch nicht, ob es im Late Game effektiv wirklich so sein wird, aber im Early Game hat es auf jeden Fall zu so einer Äußerung geführt. Und richtigerweise kommt dadurch wieder der Krieger in den Fokus. Und ich finde es gut, dass in den Producer Notes Folgendes erwähnt wird. Sie machen sich Gedanken um den Krieger, aber haben natürlich festgestellt, und ich denke, damals, als der Magier mal in einer Beta geändert werden sollte, kam das Thema natürlich auch schon auf, und es ist ja dann auch schief gegangen, dass man halt den spielbaren Charakter und die Dungeons untereinander trennen muss. Natürlich hat man auch im PvP-Bereich, im spielbaren Bereich immer so dieses Feature, die 3 klassischen Klassen, ja, die 3 ältesten Klassen sind untereinander gebalanced. Die anderen Klassen fügen sich natürlich irgendwo ein. Wenn man jetzt den Krieger etwas verändert, dass es in diesem PvP-Ranking halt auch nicht mehr ganz klassisch zwischen diesen Klassen gebalanced sein könnte, ist es noch verschmerzbar. Wichtiger ist, dass im PvE eigentlich alles so bleibt wie gehabt. Ich finde, man sollte die bestehenden Dungeons so gerade in den Start-Features des Games, also die ersten 130 Dungeons zum Beispiel, da würde ich keine Änderung vornehmen, und auch in den ersten Etagen bestehender anderen Dungeons würde ich selten Änderungen vornehmen. Wenn man jetzt veränderte Klassen einbezieht, sollte man die eher im Late Game einführen, denn so würde das auf jeden Fall erstens den längerfristigen Spielspaß erhöhen und zweitens würde es auch nicht dazu führen, dass sich irgendwelche Leute betrogen fühlen könnten. Und das wird in dieser Producers Notes erwähnt, dass man sich Gedanken macht, dass man diese 2 Sachen voneinander trennt. Ich finde, das ist ein Gedankengang, der sicherlich schon irgendwo mal aufgetreten ist bei einigen Update-Ideen oder Gesprächen, vielleicht auch mal bei einem Stammtisch früher, wenn es um neue Klassen ging. Aber das ist ein richtiger Ansatz, wie ich finde. Denn das bietet, wenn es funktioniert, auch Spielraum, vielleicht auch andere bestehende Klassen noch irgendwie im Zuge neuerer Klassen, die wiederum sich besser anfühlen, dann auch ein Upgrade zu verpassen, wenn es denn notwendig ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass alles geupdatet wird, geändert wird, aber klar ist, wenn der Krieger jetzt auf neuen Serverstarts oder allgemein deutlich weniger gespielt wird, also signifikant weniger gespielt wird durch den Paladin, ist es natürlich auch nicht im Sinne des Betreibers zu sagen, okay, wir machen den Krieger halt zur Lachnummer gefühlt, ja. Also dementsprechend interessanter Fakt. Dann kommen auch noch die Kommentare zur Fusion Compensation dazu, wo nochmal zwischen XP Goldformular gestellt wird. Hier wird, glaube ich, auch als Ansatz ein Durchschnittsexpeditionsformular genommen, gerade im Goldbereich. Ich denke, das ist ganz okay, weil die Expeditionen sich ja doch als relativ beliebt darstellen. Ne? Ich habe ja auch zuletzt darüber gesprochen, dass es eigentlich in den meisten Fällen Sinn macht, Expeditionen zu spielen. Und wenn man sich auf Basis dieser Werte dann eine Kompensation bei Fusionsservern aussucht, denke ich, ist es prinzipiell okay. Allerdings bin ich da nicht drin, ich bin nicht betroffen. Theoretisch, also klar, ich habe meinen Main-Share auf dem Fusionsserver, aber so richtig weiß ich nicht, wie sich das nochmal auswirken könnte. Deshalb bin ich da nicht so im Thema drin. Aber wenn es da eine Meinung von euch gibt, schreibt es gerne rein. Und was halt auch interessant ist, kein Server im Januar. Das Thema kam ja so ein bisschen auch auf, wenn man mal so reingehorcht hat in offizielle Statements von Player. Nein, natürlich von Player Games, nicht Player, ne? Ist ja kein Spieler. Dass halt dieses Thema neue Server oftmals zu Kritik geführt hat. Also die Content Creator haben das eigentlich natürlich immer erwähnt. Trotzdem sind die Content Creator, wie auch ich, natürlich irgendwo meistens immer mit dabei, weil es natürlich auch Sinn macht. Trotzdem haben wir gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht immer so viele neue Server. Und
Dementsprechend wollte sich der Betreiber auch Gedanken machen und macht es jetzt auch. Also ich weiß nicht, seit wann alle 6 Wochen ein neuer Server kam. Ich habe Lieutenants Video zwar gesehen dazu, der hat das, glaube ich, erwähnt, aber ja, zumindest schon eine ganze Weile. Früher gab es ja mal so unterschiedliche Intervalle. Wird jetzt gebrochen von diesem Schema und das kann eigentlich nur vorteilhaft sein, weil letztendlich für Playa wird sich das Ganze jetzt auch relativieren, wenn sie jetzt anstelle, also klar, es wird neue Server geben, davon werden sie nicht abgehen, aber wenn man da ein paar Wochen mal lässt, führt es ja auch dazu, dass gewisse Server auch länger aktiv bleiben. Dann kann auch dort Geld investiert werden. Ich finde zum Beispiel es super, also ist so meine persönliche Idee, wenn man einen neuen Server startet, aber man hat mindestens ein Legendary Dungeon und ein Elevator gespielt, bevor ein neuer Server kommt. Weil dann hat man auch dieses Feeling, dass der Server halt Sinn macht. Man kann die Events mitnehmen, man kann mir vielleicht auch überlegen, macht es denn vielleicht Sinn, weil man merkt, okay, die Ehrenhalle gerade zum Start war zwar heftig, aber am Ende sind dann Leute weggefallen. Vielleicht hat man doch Bock, diesen Server dann längerfristig zu spielen. Das wäre so meine Wunschvorstellung vom Takt. Das würde bedeuten, alle 3-4 Monate ein neuer Server. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Ich vermute es ehrlich gesagt nicht. Würde ich mir aber eigentlich persönlich wünschen. Aber dennoch ist es gut, dass sie auch dort ein bisschen nachdenken, weil das halt natürlich auch im Zuge der anstehenden Fusion auch wiederum Sinn macht, dass man dann auch ein bisschen mehr Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht will ja auch der ein oder andere Spieler dann auf einem Fusionsserver starten, zu den Fusionsevents und sowas. Gibt's ja jetzt schon, gerade bei Paladin hat man das gesehen, die sind überall vertreten auf den Servern. Ist insgesamt eine ganz interessante Geschichte. Ja, interessant sind auch die Changelog für Version 24, was ja schon ein bisschen was Größeres in der Regel immer darstellt. Fängt wieder an im Elevator, das jetzt Verlassen und das Kicken einer Gilde wieder während des Elevators möglich ist. Verdiente Höllenmarken aus dem Höllenangriff in der Gilde gespeichert werden und alle anderen Höllenmarken wie gewohnt an das jeweilige Mitglied gebunden und beim Verlassen der Gilde mitgenommen werden. Ist ein interessanter Ansatz. Ob der perfekte Ansatz ist, wird man beim nächsten Elevator sehen. Die Erweiterung des Sandsturms ist auf jeden Fall inhaltlich sehr interessant. Das Balancing wurde optimiert und dementsprechend die Varianz in der Art der Monster auch geändert. Das ist auch ein interessantes Thema. Führt im mittleren Segment auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr zu Spielspaß, wie weit das Ganze jetzt geht und wie doll sich das im Late Game auswirkt. Eher kurzfristig, aber ist trotzdem natürlich auch der richtige Ansatz. Pets über eine Checkbox im Feature kann nun das Multifüttern aktiviert werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Das kommt mir sehr, sehr gelegen. Gerade als auf der App ist es mir immer als deutlich, sag ich mal, ärgerlich vorgekommen, die Pets füttern zu müssen. Also das ganz klar finde ich sehr wichtig. Die Hexe fragt jetzt jeden Tag nach einem anderen Gegenstand, bis alle neuen Gegenstandsarten erfragt wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir gerade das Video von Juni zu diesem Thema angeguckt, weil das dort ein bisschen besser erklärt wird. Es geht tatsächlich um einen Pool an Gegenständen. Wenn eine Waffe dran ist, hat er gesagt, fällt die dann weg. Und das heißt, man weiß eher, okay, ein bestimmter Gegenstand kommt irgendwann auf jeden Fall wieder dran und muss jetzt nicht ewig warten, bis die mal drankommen und das sammeln. Und wenn Hexen-Event ist, wird der Pool ausgesetzt und alles wird halt im Wert verdoppelt. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, macht es ein bisschen einfacher zu planen und zu horten. Es werden Mitteilungen für Late-Game-Dungeons eingefügt im Gildenchat, die sonst so nicht eingefügt wurden. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Genauso auch das Achievement-Anpassung und auch einige behobene Fehler sind eigentlich ziemlich interessant. Es gibt eine ganze Liste an Fehlern, die behoben wurde und einige Fehler habe ich tatsächlich noch selber mitbekommen. Das ist ja immer gar nicht so einfach oder beziehungsweise bei mir gar nicht so oft der Fall, dass ich Fehler wirklich kenne. Die tägliche Aufgabenliste zum Beispiel, die Begleiteranzeige. Was passiert hier? Die Anzeige der Edelsteine bei den Begleitern zum Beispiel, die ist mir auch negativ aufgefallen. Die Anzeige bei den Pets, das Ding, was hier rumgeschrieben wird, Gildenkampf, der die Spielernamen falsch angezeigt hat. Also einige Dinge, die mir auch selber aufgefallen sind hier behoben. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Junis Video dazu auf dem offiziellen Shakes & Fidget Channel könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wie gesagt, da werden einige Sachen nochmal ein bisschen genauer erklärt, auch mit Bildern hinterlegt. Das ist geil. Insgesamt echt wirklich viele News. Und da kommen wir vielleicht nochmal zum Abschluss dazu, dass auch ich
wieder eine News habe, und zwar wird es die Players to Watch wieder geben. Geplant tatsächlich war es für EU18, der startet jetzt ein bisschen später, wann auch immer, schauen wir mal. Players to Watch wahrscheinlich dabei. Bis dahin werde ich mir jetzt nochmal überlegen, wie ich in das Projekt reinkomme. Den einen oder anderen älteren Server von früher, wo ich mal drauf war, will ich mir anschauen. Ich habe da auch eine gute Idee. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hoffentlich seid ihr da mit dabei. Ich wünsche euch was, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.